Hi Leute, habt ihr das schon mitbekommen? Ein Traum wird wahr, und zwar vom Energy Sharing. Hier können wir jetzt einfach den überproduzierten Strom von unserer PV-Anlage an unsere Nachbarn, an unsere Freunde oder an sonst wen verkaufen. Im eigenen Ort, sagen wir einfach mal für 12 oder für 15 Cent direkt die Energie einfach an den Nachbarn verscheuern. Ist das nicht ein Wahnsinnstraum vom Energy Sharing? Oder gibt es hier vielleicht doch noch einen Haken? Wir müssen uns die ganze Geschichte mal etwas näher anschauen. Mehr dazu jetzt in diesem Video. So, bevor ihr jetzt aber rausrennt und zwanghaft über die Dächer eurer Nachbarn schaut, wer hat denn jetzt eine PV-Anlage und wer nicht, wem könnte ich jetzt Strom verkaufen, und ihr tippt dann schon fleißig eure Verträge, muss ich euch hier mal ein bisschen bremsen. Wir wollen uns das mal etwas näher genau anschauen, denn lohnt sich das wirklich für uns, gerade für die Privathaushalte, oder wird das doch wieder eventuell zum Rohrkrepierer? Wir zerlegen das mal hier etwas im Detail. Ich nehme einfach mal meine Daten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine ganz normale PV-Anlage betreibe, die in den letzten Jahren installiert wurde, habe ich eine Einspeisevergütung von irgendwas um die 7 bis 8 Cent je kWh. Die habe ich sicher, wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre, wenn es denn gut läuft. Der Strompreis hier bei uns in der Region liegt durchschnittlich bei 33 Cent. Ich kenne auch einige Haushalte, die sind an die 30 Cent, vielleicht sogar bei 29 Cent, und andere Haushalte, die sind etwas drüber. Dann gibt es ja noch die dynamischen Stromtarife, aber das lassen wir alles mal beiseite. Was würde jetzt passieren, wenn ich meinen Überschuss einfach an den Nachbarn verscheuern würde? Das heißt, wir gehen über das öffentliche Netz und verkaufen den Überschuss, wenn wir ihn denn daheim haben, an den Nachbarn. Sagen wir einfach mal pauschal irgendwas um die 11 Cent. Das wäre deutlich mehr als die Einspeisevergütung. Und so hätte ich was davon. Und der Nachbar würde sich doch wirklich super über diese 11 Cent freuen. Ganz so einfach ist das leider nicht. Wir machen einfach mal Folgendes. Ich blende euch einfach mal hier so eine Beispielrechnung ein. Was kommt denn dann alles auf euch zu? Denn ihr könnt nicht einfach so die 11 Cent an euren Nachbarn weiterreichen. Ihr nutzt ja immerhin das öffentliche Netz. Das heißt, ihr müsst hier den Strom durchleiten, Durchleitungsgebühren, Stromsteuern und weitere Abgaben werden hier fällig. Ich rechne hier einfach mal einige Beispiele auf. Wichtig, das sind nur Beispielzahlen. Wenn ihr andere Zahlen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Wir können auch öffentlich oder können offen darüber diskutieren. Wichtig, das wäre jetzt hier meine Beispielrechnung einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Das heißt, effektiv gesehen, ich habe euch ja vorhin die Preise genannt, die man hier in der Region zahlt, hätte mein Nachbar praktisch gar nichts mehr davon, denn die Kosten sind einfach viel zu hoch, die hier noch draufgeschlagen werden. Aber das ist leider auch nicht alles. Denn das zweite Problem ist, ihr benötigt ein intelligentes Messsystem. Das heißt, ihr müsstet erstmal von eurem Stromanbieter einen Smart Meter bei euch installieren lassen. Dieser wird vielleicht sowieso irgendwann bald Pflicht. Aber hier bei uns ist das noch in weiter Ferne. Denn die Umsetzung gestaltet sich hier in meiner Region wirklich schlecht. Denn diese Smart Meter müssen ja auch irgendwie smart kommunizieren. Das klappt hier aktuell überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, der Smart Meter müsste eingebaut werden. Das verursacht Kosten. Und wenn der erstmal eingebaut ist, habt ihr automatisch höhere Nebenkosten, denn diesen müsst ihr dann auch jährlich nochmal mit Zusatzkosten mitbezahlen. Das heißt, im ersten Moment hättet ihr Kosten. Das Problem bei der Geschichte, der Nachbar, der Freund oder wer auch immer den Strom von euch abkauft, braucht auch so einen Smart Meter. Hat er diesen nicht, muss der genau nochmal dieselben Investitionen wie ihr in die Hand nehmen, muss diesen einbauen lassen und hat diese horrenden Zusatzkosten dann auch noch am Backen. Und dann kommt der noch viel größere Pferdefuß, der euch dann auch noch blüht. Ihr braucht nämlich auch noch einen Dienstleister, der die ganze Geschichte für euch abwickelt. Das heißt, ihr könnt das nicht einfach so per Rechnung an euren Nachbarn weiter verscheuern, sage ich mal. Ihr müsst ja einen Dienstleister dazwischen schalten, der die ganze Sache überwacht und dann dementsprechend auch natürlich misst, wann ihr den Überschuss habt, sodass er dann auch an den Nachbarn zur richtigen Zeit verkauft wird. Dieser Dienstleister arbeitet aber nicht aus Geradewohl heraus oder aus Freundschaft heraus. Er möchte ja natürlich auch Geld verdienen und wird natürlich auf unsere Rechnung, die ich gerade eben gemacht habe, eventuell auch noch Gebühren, Monatsgebühren oder Gebühren je kWh aufschlagen. Das hängt dann, wie gesagt, vom Dienstleister ab und wird die Kosten nochmal deutlich in die Höhe treiben. Und dann gibt es ein weiteres Problem. Privatpersonen haben hier einen großen Vorteil, da ja Erzeugungen aus der PV-Anlage umsatzsteuerbefreit sind. Aber was ist zum Beispiel, wenn ihr ein Gewerbe habt und das dann machen wollt? Hier sieht das dann ganz anders aus. Hier müssen dann eventuell auch noch die Mehrwertsteuern gezahlt werden. Das sind aber wir als Privatpersonen zum Glück noch raus, fein raus, muss ich eigentlich sagen.
Nun, jetzt habe ich euch den Traum ja komplett zerstört. Gibt es nicht noch irgendwie eine Möglichkeit, die Geschichte doch noch irgendwie hinzubiegen und doch vielleicht hinzubekommen? Einfach ein Stromkabel über den Zaun schmeißen, Nachbarn anklemmen und gut ist. Achtung, Herr Nachbar, Strom kommt. Sorry. Und schon haben wir die Sache gelöst. Ganz so einfach ist das leider auch nicht, aber im Prinzip ist es möglich. Das heißt, ihr könntet eurem Nachbarn, direkt angrenzenden Nachbarn, sogar Strom aus eurer PV-Anlage verkaufen. Hier gibt es aber auch wieder einen gewissen Pferdefuß bei der ganzen Geschichte dabei. Man macht das ja offiziell. Das heißt natürlich für euch, wir leben hier in Deutschland und ihr müsst hier viele bürokratische Regeln erfüllen. Die wichtigste Regel überhaupt wäre, der Nachbar muss direkt an euch angrenzen. Das heißt, das Kabel darf nirgendwo öffentlichen Grund berühren oder in irgendeiner Form überqueren. Damit ist nämlich dieser Gedanke schon gleich vom Tisch. Was müssen wir noch alles beachten? Wichtig, diese Leitung muss ordentlich installiert sein. Das heißt von einem Elektriker. Sie muss den Stand der Technik entsprechen. Sie muss richtig sauber abgesichert sein mit einem FI und einem LS. Und es muss ein geeichter Zähler an dieser Leitung angebracht werden, sodass ihr natürlich auch sauber protokollieren könnt, wie viel Strom fließt denn zum Nachbarn und wie ihr dann dementsprechend diesen Strom auch ordentlich abrechnen könnt oder können. Wichtig auch für uns, das war es leider noch nicht, hier kommt noch der bürokratische Aufwand dazu. Das heißt, hier kommt nochmal ganz schön Schreibkram auf euch zu. Was müssen wir machen? Zum ersten natürlich das Marktstammregister. Hier müsst ihr mal kurz reingehen und müsst quasi diese Direktlieferung anmelden oder anzeigen. Auch wichtig, beim Hauptzollamt müsst ihr euch natürlich noch von der Stromsteuer befreien lassen und dann könnte man das theoretisch machen und könnte so den Strom für den vereinbarten Preis, sagen wir einfach mal 11 oder 15 Cent, an den Nachbarn liefern. Ihr seht, ganz so einfach ist das nicht. Wenn man dann den offiziellen Weg nimmt, ist das doch schon sehr, sehr aufwendig, sehr bürokratisch und hat ganz schöne Hürden mit sich im Gepäck. Kommen wir zu guter Letzt zu einem Fazit. Das Energy Sharing macht meiner Meinung nach für Privatpersonen kaum Sinn aktuell. Bei den jetzigen Kosten und dem hohen bürokratischen Aufwand finde ich das persönlich eigentlich nahezu unumsetzbar. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr von diesem Modell Gebrauch machen würdet oder es vielleicht dann auch schon macht. Und wenn ja, wie ihr das umsetzt und was dann schlussendlich beim Nachbarn oder bei euch hängen bleibt oder wie teuer die ganze Geschichte nämlich wird. Fazit ist, das Einzige, was hier wirklich noch praktikabel aussieht, ist die Direktleitung über den Zaun geschmissen. Das dürfte aber wirklich bei den meisten absolut nicht möglich sein, denn in der Regel ist immer noch mal irgendwie ein kleiner Weg oder eine Straße oder irgendwas dazwischen und damit ist die Geschichte natürlich auch komplett vom Tisch. Wie sehe ich die Geschichte? Was würde ich machen? Ich würde es pauschal Stand 2026, aktuelle Gesetzlage, nicht machen. Ich würde meinen Strom dann halt doch wieder selber behalten, würde eventuell ja mit einem Heizstab mein Brauchwasser warm machen oder mir eventuell einen kleinen Bitcoin-Miner kaufen und dann vielleicht mit dem Strom, den ich nicht einspeisen kann, besonders für die Leute, die keine Einspeisevergütung bekommen, dann einfach vielleicht Bitcoins schürfen oder den Keller trocknen, das Auto laden, das Haus warm machen oder was auch immer. Ihr könnt mir ja mal generell noch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr alles noch Sinnvolles mit eurem Überschuss machen würdet. Aber diese Variante, so wie sie jetzt auf dem Tisch steht, ist meiner Meinung nach komplett unbrauchbar für uns Privatpersonen. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr euch für die Bitcoin-Variante interessiert, das heißt, man kann eventuell auch Bitcoins oder andere digitale Währungen schürfen mit dem Stromüberschuss, habe ich einige Videos dazu gemacht. Diese findet ihr hier oben unter dem i oder in der Endcard. Hat euch mein Video in irgendeiner Form weitergeholfen oder gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr mich und meinen Kanal unterstützen, abonniert natürlich hier gerne meinen Kanal oder schaut auf meine Homepage vorbei. Dort habe ich auch eine kleine digitale Kaffeekasse eingerichtet. Dort könnt ihr mich und meine Projekte unterstützen. Also wir sehen uns. Tschüss, euer Marc auf YouTube. Hallo, könnte ich bitte mein Kabel wieder haben?